Ah, das ist laut. Das ist eine Hope Pro 4 Narbe, die relativ laut ist, gut eingelaufen ist. Und nun mag man sich fragen, warum bin ich denn von meiner Tie-Ring Silent Hub zurück zur Hope? Naja, man sieht schon, ich habe, obwohl ich sehr über die Transmission gewettert habe, sie wieder an mein Rad geschraubt, denn es war einfach zu laut. Wenn man eine Narbe einbaut, die eben geräuschlos ist, dann hört man jeden anderen Ton am Rad, jedes andere Klappern, dann fängt man an überall abzukleben. Und bei mir war es eben tatsächlich so, nachdem ich alles andere beseitigt hatte, dass eben mir das Kettenklappern zu stark aufgefallen ist, als dass ich es tolerieren konnte. Und dann habe ich auch die Transmission umgebaut. Leider habe ich noch nicht den XD-Freilauf für eben meine Tie-Ring-Narbe, sodass ich die da noch nicht fahren kann. Aber darum soll es ja eigentlich gar nicht heute gehen. Es geht prinzipiell um die Tie-Ring-Narbe, denn seitdem ich die verbaut habe, gab es 2 Updates, die wirklich, naja, das Ganze noch ein bisschen verbessert haben. Ich habe ja, als ich die Narbe zuerst bekommen habe, diese in eine DT Swiss FR 541 eingespeist, also eine Alufelge, sehr schwer und aber auch sehr günstig, sodass ich ja im Falle des Falles eben nicht so viel Geld verbrate in einer teuren Felge, wenn die Narbe eben nicht so haltbar ist. Am Anfang, als ich sie gefahren bin, hatte sich ja auch herausgestellt, dass es so ein leichtes Klicken gab, was als normal angesehen wurde, was auch gar nicht so die Probleme gemacht hat, aber es war einfach störend, das muss man einfach so sagen. Zum einen ist es so, dass die Camplate, die rote hier, nochmal überarbeitet wurde. Es kam nämlich in seltenen Fällen dazu, dass sie, naja, wie soll ich sagen, zwischen Freilauf und eben der Camplate, dass so zu viel Reibung war und sie die Sperrklinken nicht schnell genug wieder herausgebracht hat, sodass eben das Klicken häufiger auftrat, als es eben sein sollte. Und zum anderen war sie eben aus einem Material, Aluminium, was nicht stark genug wurde. Dementsprechend wurde nachgearbeitet. Tie-Ring hat hier kleine Löcher reingefräst in die neue Camplate und sie ist aus einem stärkeren Aluminium hergestellt und die Wandstärke an der Seite ist auch etwas dicker, sodass sich dort, wo die Öffnungen für die Sperrklinken sind, die Camplate sich nicht aufbiegen konnte oder nicht mehr aufbiegen kann. Denn das hat sie bei mir getan und bei 2, 3 anderen Usern auch, aber das hat nie zu Problemen geführt, aber eben prophylaktisch wurde hier entgegengearbeitet. Das zweite Update, und das ist noch das viel größere und wie ich finde bessere, ist, dass jetzt keine G-Spring mehr montiert wird, sondern die wurde umgedreht und zur E-Spring umfunktioniert. Der Durchmesser ist etwas kleiner, was eben dazu führt, dass die Narbe in geringen Geschwindigkeiten tatsächlich hörbar dieses Ratcheting hat, was dazu führt, dass man, wenn man eben irgendwo einen Berg hochfährt und schnell wieder reintreten möchte, dann eben nicht dieses Klicken vonstatten gehen kann, denn die Sperrklinken sind ja drin, wie ganz normale Sperrklinken. Und wenn man aber höhere Geschwindigkeiten fährt, dann hört man die Narbe wieder komplett nicht und dieser O-Chain-Effekt bleibt bestehen, denn der Einrastwinkel wird dadurch auch größer. Fragt mich nicht genau im Detail, wie das Ganze vonstatten geht, aber es ist einfach so und ich finde es super genial. Das heißt, wenn man langsam fährt, hat man diesen schnell eingreifenden Freilauf mit 3,75 Grad, glaube ich. Und wenn man schneller fährt, hat man eine komplett leise Narbe. Und sobald ich den XD-Freilauf bekomme, werde ich diese Narbe auch wieder einbauen. Ich bin sogar am Überlegen, ob ich dann eben so eine Newman Carbonfelge oder eine andere Carbonfelge nehme, damit das Laufrad ein bisschen leichter wird. Denn das, was ich eingespeicht habe, also das hier, das ist schon ganz schön schwer. Die Narbe ist ja nicht gerade leicht, wobei sie schon die leichteste Narbe ist, die komplett geräuschlos ist. Aber eben die Felge, das ist alles, naja, bulletproof, aber wirklich schwer. Und als ich hier wieder zurück aufs Carbonlaufrad umgebaut habe, das war schon, naja, ein großer Unterschied. Ich konnte es spüren. Ich weiß aber ehrlich gesagt nicht, ob es an der O-Chain und an allen anderen Sachen liegt, die ich da noch umgebaut habe. Das müsste man noch herausfinden. Aber es war auf jeden Fall eine coole Sache und ich denke, sobald ich den XD-Freilauf habe, werde ich das Laufrad bzw. die Narbe ausspeichen und dann vielleicht in eine Carbonfelge einspeichen. Das muss ich noch sehen. Ich bin die Narbe jetzt schon sehr, sehr lange gefahren, für meine Verhältnisse, und seit dem Umbau eben auch. Und ja, was soll ich sagen, das Klicken ist
fast gar nicht mehr da. Ich habe es vielleicht einmal alle paar Ausfahrten und das ist genial, ne? Also da hat die eSpring wirklich was geholfen. Und Verschleiß ist auch gar nicht zu erkennen. Ich habe mal reingeschaut, da ist nichts. Und ich habe ja echt das Rad bei jeglichen Bedingungen gefahren. Ich habe auch mal mit dem Schlauch auf dem Freilauf gehalten und habe dort alles sauber gemacht. Alles keine Probleme. Funktioniert also wirklich super. Und da ich heute gar nicht so viel reden möchte, weil ich gleich noch bei diesem super Wetter ein bisschen Radfahren gehen möchte, kommt jetzt schon der Schluss. Und das Beste kommt zum Schluss. Wenn ihr auch mal so eine Narbe oder andere Produkte von Tyring ausprobieren möchtet, gebt einfach mal ins Discountfeld Harz Enduro ein und schaut mal, was passiert. Die Zollgebühren sind davon auf jeden Fall gedeckt. Das ist eine coole Sache. Der Code gilt 2 Wochen lang, sodass ihr schnell sein müsst, wenn ihr das ausprobieren möchtet. Also ich kann sagen, super Narbe, hält jetzt wirklich, was sie verspricht. Und wer will nicht eine leise Narbe, denn das hier geht mir zumindest auf den Keks. Bis dahin, ciao.